Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. Du hast die Begriffe Micro Four Thirds, APS-C oder APS-C und Vollformat schon mal gehört, kannst sie aber nicht ganz zuordnen oder weißt nicht, was sie bedeuten. Nun, in diesem Video möchte ich näher auf die Sensorgrößen eingehen. Vor allem, weil ich selbst in meinen Videos oft irgendwelche Begrifflichkeiten dieser Art benutze. Los geht's! Mein Name ist Alex und auf meinem Kanal gibt es jede Menge Tipps und Tricks und Tutorials zum Thema Foto, Fotografie, Film und YouTube und natürlich auch Vlogs aus meinem Leben. Wenn dir das Video gefällt, vergiss nicht ein Gefällt mir da zu lassen, teile das Video und vergiss nicht den Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Zuerst einmal werde ich kurz erklären, was ein Sensor ist und wie die Größe angegeben wird. Ein Bildsensor ist eine Apparatur, eine Vorrichtung zur Aufnahme von zweidimensionalen Abbildern aus Licht auf elektronischen oder mechanischen Wege. Die Sensorgröße wird meistens in Zoll angegeben, wobei 1 Zoll einer Sensordiagonale von 16 mm entspricht. Das kommt daher, dass die Größen historisch durch Bildaufnahmeröhren von Fernsehkameras klassifiziert wurden. Da war der eigentliche Bildwandler innerhalb einer gläsernen Vakuumröhre und die Maße entsprachen dem Außendurchmesser dieses gläsernen Kolben. Kommen wir nun zu den drei meistgenutzten Sensorgrößen. Der kleinste der drei bereits genannten ist der Micro Four Thirds oder nur Four Thirds Sensor, wobei sich Micro Four Thirds auch nicht nur auf den Sensor, sondern auch auf den Bajonettanschluss bezieht. Und die 4/3 beziehen sich auf die Diagonale des Sensors. Die Fläche des Sensors beträgt dabei etwa 225 Quadratmillimeter. Der nächstgrößere gängige Sensor ist der APS-C-Sensor. Dieser hat eine Fläche von 332 Quadratmillimeter bis 371 Quadratmillimeter, je nach Hersteller. APS-C steht dabei für Advanced Photo System und C ist einfach nur eine Art Unterformat. Diese Bildwandler sind auf ein analoges Fotoformat zurückzuführen. Der dritte Sensor im Bunde ist auch gleich der nächstgrößere gängige Sensor, und zwar der Vollformatsensor. Man spricht auch von Kleinbild. Dieser Sensor hat eine Sensorfläche von 864 Quadratmillimeter. Einen häufig genutzten Begriff möchte ich auch noch erklären, und zwar den Crop-Faktor. Ich verwende ihn ja andauernd. Also die Größe des Bildsensors bestimmt die Wirkung der Objektive. Zwar verändert sich die Brennweite nicht, wenn die Optik vor einem größeren oder kleineren Chip sitzt, aber der Bildwinkel. Je kleiner der Sensor, desto kleiner ist der Bildwinkel bei derselben Brennweite. Bezugspunkt ist der Bildeindruck an einem Vollformatsensor. 50 mm gilt dabei als Normalobjektiv. Prinzipiell gilt: je größer der Sensor, desto mehr Pixel passen auf dessen Fläche. Alternativ lassen sich weniger, aber dafür größere Pixel platzieren. Im ersten Fall gewinnt man mehr Auflösung, im zweiten an Lichtempfindlichkeit. Größere Pixel sind meistens lichtempfindlicher, daher. Das ist auch der Grund, warum man sich für hochwertig qualitative Fotos nicht unbedingt durch die Pixelanzahl oder die Auflösung blenden lassen sollte, weil jetzt ein Smartphone zum Beispiel, was mir 40 Megapixel Auflösung bietet, heißt nicht gleich, dass es gute Fotos macht. Gut, wenn das Licht gut ist, werden wahrscheinlich alle Kameras in irgendeiner Form gute Fotos abliefern. Aber wenn ich jetzt schlechtes Licht habe, zum Beispiel die Dämmerung, dann ist wirklich weniger, aber gleich mehr. Abschließend möchte ich noch eine kleine Kaufberatung abgeben. Welcher Sensor ist für wen geeignet? Landschaftsfotografen zum Beispiel greifen gern auf den Vollformat zurück, aufgrund dessen hohen Auflösung und geringen Schärfentiefen. Das bietet natürlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Bei Aufnahmen bei der Dämmerung spielt das Vollformat seine Stärke mit der Lichtempfindlichkeit aus. Sein Manko ist allerdings die hohen Kosten und das enorme Gewicht der Ausrüstung. In der Architekturfotografie greift man vor allem auf Vollformat und APS-C zurück. Hohe Auflösung und große Bildwinkel, das braucht man hier. In der Porträtfotografie geben vor allem die Vollformatsensoren den Takt an, da sie eine geringere Schärfentiefe haben, einfacheres Freistellen ermöglichen und auch meistens einen schöneren Bokeh-Effekt bieten und haben.
Aber die Micro Four Thirds Optiken bieten mit ihren 85 mm Festbrennweiten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. In der Makrofotografie hat die Micro Four Thirds ebenfalls Vorteile. Die Schärfentiefe ist hier größer und mit den kompakten Optiken kommt der Fotograf näher an seine Motive heran. Wer hauptsächlich Tiere fotografiert, spart mit Crop-Sensoren generell gewaltig an Gewicht, also APS-C und Micro Four Thirds. Wenn man zum Beispiel ein 300 mm Micro Four Thirds Teleobjektiv hernimmt und das mit einer Vollformatkamera erreichen möchte, braucht man dort ein 600 mm Brennweitenobjektiv. Das ist das Doppelte und mehr als das Doppelte wahrscheinlich an den Kosten und natürlich auch am Gewicht. Für Naturfilmer bietet auch der APS-C einen Pluspunkt gegenüber dem Vollformat. Bei gleichen Objektiven erzeugt der kleinere Sensor einen bis zu 1,5 oder 1,6-fache stärkere Telewirkung. Wenn du mehr mit dem verfügbaren Licht fotografierst, man spricht auch von Available Light Fotografie, dann solltest du eher mehr auf Vollformat oder APS-C zurückgreifen als auf den ganz kleinen Micro Four Thirds Sensor, denn die bieten eine bessere Lichtempfindlichkeit und das zahlt sich gerade bei schwachem Licht aus. Die Sensorgröße spielt also immer noch eine große Rolle bei der Wahl der optimalen Kamera für einen selbst, wobei preislich gesehen findet man schon in allen 3 Sensorklassen gute Kameras, die auch leistbar sind. Zusammengefasst gibt es in diesem Video folgende Informationen. Was ist ein Sensor? Wie wird die Größe eines Sensors angegeben? Was ist Micro Four Thirds? Was ist APS-C? Was ist Vollformat bzw. Kleinbild? Was ist der Crop-Faktor? Was bedeuten die Größenunterschiede? Und welcher Sensor ist für wen geeignet? Mit welcher Sensorgröße fotografierst du im Moment? Lass es mich wissen, indem du mir einen Kommentar unterhalb des Videos schreibst. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du kurz auf Gefällt mir drückst, vielleicht das Video teilst und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!